Let's Go Race, the channel for virtual motorsport. Servus zusammen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich die für mich wohl beste Buttonbox für euren Simulator. Und zwar handelt es sich um das Elgato Stream Deck. Das Elgato Stream Deck ist eine Box mit frei konfigurierbaren Display-Buttons. Sie ist eigentlich konzipiert als Unterstützung für Streamer, um während dem Stream bestimmte Aktionen per Tastendruck auszuführen. Aber man kann sie auch als Buttonbox verwenden. Wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Ich habe hier die Standardversion mit 15 Buttons bzw. Displays. Momentan gibt es noch eine kleinere und eine größere Version, dazu aber später noch mehr. Das Gerät wird einfach über USB mit dem PC verbunden und wird sofort vom PC erkannt. Dann solltet ihr euch noch die kostenlose Elgato Stream Deck Software herunterladen, um das Stream Deck mit allen Funktionen nutzen zu können. Wie funktioniert das Elgato Stream Deck? Dazu starten wir die kostenlose Elgato Stream Deck Software. Die habe ich hier schon auf meinem Desktop. Hier seht ihr ein von mir vorprogrammiertes Profil, welches ich für iRacing benutze. Um euch alles zu zeigen, machen wir aber ein komplett neues Profil. Dazu gehen wir auf diesen Pfeil, Profil bearbeiten. Hier haben wir unser iRacing Profil. Hier auf der rechten Seite können wir einstellen, dass dieses Profil automatisch gestartet wird, wenn ein bestimmtes Programm startet. Also dieses Profil startet automatisch mit iRacing. Hier können wir es noch als Standardprofil einstellen. Hier unten können wir ein neues Profil erstellen, ein Profil löschen, daneben. Hier können wir ein Profil duplizieren, umbenennen, importieren und exportieren. Wir möchten aber hier ein komplett neues Profil erstellen. Also gehen wir hier auf das Plus, machen einen Doppelklick, um es umzubenennen. So, das Profil ist jetzt erstellt. Jetzt können wir hier noch ein Programm auswählen, welches automatisch mit dem Profil dann gestartet werden soll. Also dieses Profil startet automatisch mit diesem Programm, welches wir jetzt hier festlegen. Hier nutzen wir jetzt das Betriebssystem, also dieses Programm startet automatisch, wenn das Betriebssystem hochfährt. Hier oben können wir noch Accounts hinzufügen. Unter Allgemein können wir den Gerätenamen ändern. Wir können einen Ruhezustand auswählen. Und wir können die Helligkeit des Elgato Stream Decks auswählen und verändern. Wenn ihr gerade mal auf die Kamera schaut, die ich unten eingeblendet habe. Ich nutze es aber in der hellsten Version, da es mir so am besten gefällt. So, dann schließen wir dieses Fenster. Gehen hier oben wieder auf diesen Pfeil und wählen unser neues Profil. Dieses Profil können wir jetzt komplett neu konfigurieren, wie wir das möchten. Hier in der Mitte, das ist immer, damit öffnet sich automatisch die Elgato Software. Die löschen wir mal. So. Dann machen wir hier mal unser erstes Feld. Holen uns einen Hotkey. Das finden wir unter System. Da haben wir hier oben verschiedene Sachen, die wir auswählen können. Hier oben können wir noch weitere dazu machen. Control Center, Mixer, OBS Studio, Soundboard, Streamlabs, OBS, Twitter, YouTube. Also hier haben wir sehr viele Funktionen, die wir hinzufügen können. Auch Twitch für einige von euch vielleicht interessant. Ich benötige aber jetzt nur mal diese drei. Das ist einmal für meine Game Capture, das Stream Deck und mein System. So, wir haben eben jetzt gerade hier
einen Hotkey, das ist ein einfacher Button. Den können wir jetzt hier unten konfigurieren. Da können wir entweder über diesen Pfeil eine bestimmte Taste hinzufügen oder wir machen es einfach über die Tastatur. Hier drücke ich jetzt einfach mal Q. Wenn ich jetzt auf mein Stream Deck diese Taste drücke, ist es genauso, als würde ich auf der Tastatur Q drücken. Dann habe ich noch Labels gemacht. Die habe ich mir in einem Bildbearbeitungsprogramm und zwar mit GIMP erstellt. Diese Bilder können wir hier unten einfach hinzufügen. Dann machen wir jetzt einfach mal... Was nehmen wir? Licht. Also hier, damit das Licht eingeschaltet wird. Das ziehen wir einfach mal hier rüber. Dann können wir hier natürlich noch das Q, das wir jetzt noch hier sehen, können wir ausblenden. Und dann haben wir unseren ersten Button. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, ist es wie, als wenn wir auf der Tastatur Q drücken würden. Wenn wir jetzt in der Simulation sind und drücken auf unserem Stream Deck diese Taste, wird in iRacing Q als Licht eingeblendet. Dann belegen wir unser nächstes. Machen wir diesmal einen Hotkey-Wechsel. Das ist wie ein Kippschalter. Er hat also zwei Funktionen. Hier können wir einmal zum Beispiel T und einmal Z machen. Können auch zwei Bilder hinzufügen. Hier machen wir jetzt einfach mal Licht ein-ausschalten. Also zwei Funktionen auf einen Button. Also gehen wir hier auf dieses linke zuerst. Standardmäßig ist das Licht ausgeschaltet, also machen wir das so. Gehen auf das zweite Bild. Und machen dieses Bild rein. Und wenn wir dann auf unserem Stream Deck die Taste drücken, ändert sich auch automatisch das Bild. Wir sehen auch die Animation. Wenn wir eine Taste drücken, wird das Bild immer etwas kleiner, damit wir auch sehen können, dass wir die Taste auch richtig gedrückt haben. Machen wir jetzt unser nächstes Feld. Das wäre dieses hier. Hier erstellen wir jetzt mal einen Ordner. Das machen wir hier oben über Stream Deck. Ordner erstellen. Das ziehen wir dann hier rüber. Und hier ist dann ein Ordner. In diesen Ordner können wir wieder 14 Felder belegen. Ein Feld ist immer, um wieder zurückzugehen. Und die anderen 14 Felder können wir wieder frei konfigurieren. In diesem Ordner könnten wir theoretisch wieder einen Ordner erstellen. Das ist wirklich unbegrenzt, können wir da Ordner erstellen. Also wir haben wirklich unbegrenzte Möglichkeiten. Wir können da hunderte von Buttons belegen, wenn wir das möchten. Wir müssen uns nur eben zurechtfinden, wenn wir bestimmte Tasten hin und her switchen, dass wir uns da nicht verirren. Und ja, das finde ich persönlich einfach sehr cool, auch das mit den Bildern, dass man direkt sieht, welchen Button man drücken muss, damit eine bestimmte Funktion passiert. Löschen wir das hier mal wieder. Gehen wir zurück. Für diesen Ordner können wir dann auch ein Bild einstellen. Machen wir jetzt einfach mal die Sitzposition als Ordner. Also wenn wir die Sitzposition in unserer Simulation erstellen möchten, also verstellen möchten, nehmen wir hier Seat, ziehen das hier unten rein. Wenn wir dann auf unserem Elgato Stream Deck diesen Knopf drücken, öffnet sich der Ordner. Hier oben haben wir eben unsere Zurück-Taste. Da können wir auch das Bild ändern. So. Dann machen wir ein paar Hotkeys rein. Um unsere Sitzposition zu verändern. Da habe ich auch schon ein paar Labels erstellt. Die sehen dann so aus. Zum
Beispiel Sitzposition runter wäre hier, Sitzposition hoch wäre hier, nach vorne wäre hier, zurück hier und Reset, also um das Ganze wieder zurückzusetzen, machen wir in die Mitte. Da könnten wir theoretisch hier noch den Winkel verändern. So, jetzt müssen wir nur noch für jede Taste eine bestimmte Funktion hinzufügen, also einen bestimmten Hotkey. Hier zum Beispiel A, hier machen wir S, hier machen wir D, hier machen wir F, hier machen wir G, hier machen wir H und hier machen wir J. Wenn wir dann diese Taste auf unserem Stream Deck drücken, passiert genau diese Funktion, die wir hier hinterlegt haben. Also es hat die gleiche Funktion, wie wenn ich auf der Tastatur einfach A drücken würde. Wir können natürlich auch nicht nur einen Buchstaben nehmen, wir könnten auch Steuerung Alt G oder Alt G oder Tab oder einfach nur Steuerung. Da haben wir unbegrenzte Möglichkeiten, um das Ganze hier zu konfigurieren, wie wir das eben möchten. Die Buchstaben können wir natürlich ausblenden hier, damit das Ganze etwas schöner aussieht. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir das fertig programmiert haben. So wäre das jetzt schon komplett fertig und wir müssten nichts mehr machen. Wir müssten nur noch in die Simulation reingehen, müssten jeden Button einmal drücken, wenn wir die bestimmte Funktion hinzufügen möchten und schon sind wir fertig und wir können die Tasten im Spiel benutzen. Jetzt möchten wir noch einmal eine Software mit dem Stream Deck öffnen. Dazu gehen wir jetzt einmal zurück, gehen hier auf ein neues Fenster und gehen hier unten auf Öffnen. Dann gehen wir unten unter App-Datei auf diese 3 Punkte. Dann gehe ich auf meinen Desktop. Da habe ich einige Programme. Hier kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich iRacing fahre, benutze ich Trading Panes. Also öffne ich Trading Panes über diesen Button. Hier wird sogar automatisch schon ein Bild hinzugefügt. Hier möchte ich aber ein eigenes Bild hinzufügen. Also gehe ich hier unten hin, ziehe mein Bild rüber, mache die Schrift wieder weg. Die können wir übrigens auch in der Höhe verstellen. Auch die Schriftart können wir ändern, die Größe. Wir können es dick schreiben, schräg schreiben oder strichen schreiben in einer anderen Farbe. Was allerdings nicht geht, ist richtig untereinander schreiben. Das hat irgendwie noch nicht so richtig funktioniert. Also wenn ich jetzt hier irgendwie was schreibe, obwohl, doch, wenn ich Enter drücke, geht es eine Reihe tiefer. Also ihr könnt auch so einfach schreiben. Also wenn ich jetzt hier auf Standard zurücksetzen mache, kann ich jetzt hier irgendwelche Buchstaben reinmachen. Und ihr seht die dann auch auf eurem Stream Deck. Aber ich möchte natürlich mein Bild ausblenden. Und jetzt öffnet sich automatisch, wenn ich diesen Button auf dem Stream Deck drücke, dieses Programm. Hat sich jetzt natürlich auf meinem linken Bildschirm geöffnet. Ich ziehe das mal gerade rüber. Also Trading Panes hat sich jetzt automatisch geöffnet. Das Ganze könnten wir dann auch noch mit anderen Programmen machen. Also auch wieder hier hinziehen. Unten drauf drücken. Desktop. Auf den Ordner, wo ihr die ganzen Sachen hinterlegt habt. iRacing Force Feedback nutze ich für meine SimuCube USB. Öffnen.
Dann das Bild suchen. Das wäre in dem Fall dieses hier. Wieder ausblenden und fertig. Jetzt öffnet sich automatisch, wenn ich diesen Button drücke, dieses Programm. Ziehe ich mal gerade rüber nochmal. Das wäre dann hier. Mache ich einfach mal alles wieder kleiner. So. Also wir haben hier einen ganz normalen Hotkey. Hier haben wir einen Hotkey-Wechsel, also 2 Funktionen auf einem Button. Hier haben wir einen Ordner. Wenn wir da drauf drücken, öffnen sich andere Buttons. Dieser Zurück-Button ist auch wirklich immer oben links, also den können wir auch nicht verschieben irgendwie. Der ist immer oben links. Wir können da wirklich nur das Bild ändern. Dann können wir hier eben noch Programme öffnen, die wir möchten. Und mehr benötige ich persönlich eigentlich überhaupt nicht. Also mehr verlange ich eigentlich von meiner Buttonbox nicht. Wir können natürlich hier noch die Helligkeit ändern. Das wäre vielleicht noch eine coole Funktion, falls es einen, wenn man in der Nacht fährt, irgendwie stören würde. Da können wir da unten heller oder dunkler machen. Die verschiedenen Stufen können wir auch wählen direkt. Also wenn wir hier zum Beispiel Minimum machen. Hier machen wir Maximum. Und wenn ich dann auf diesen Button drücke, geht es komplett aus. Und hier komplett an. Dann können wir noch einen Timer machen. Hier können wir dann zum Beispiel die Dauer machen. Sagen wir jetzt einfach mal, ja, belassen wir jetzt einfach mal mit den, machen wir einfach mal 10 Sekunden. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Und wenn wir da drauf drücken, dann läuft da ein Timer ab. Dann löschen wir die ganzen Sachen mal wieder. Dann fügen wir dem Ganzen jetzt noch einen Profilwechsel hinzu. Hier können wir dann, wenn wir den hierher verschieben, hier unten ein anderes Profil damit öffnen. Also wir sind jetzt hier im Let's Go Race Profil und können jetzt sagen, wenn wir diesen Button drücken, öffnet sich unser iRacing Profil. Da könnten wir auch wieder das iRacing Logo dann reinmachen. Und wenn wir diesen Button drücken, öffnet sich automatisch unser iRacing Profil. Das machen wir jetzt mal. Wir werden das Ganze jetzt einmal in der Simulation testen. Ich werde jetzt iRacing gleich starten. Und das machen wir natürlich mit unserem iRacing Profil, das ich schon oben vorprogrammiert habe. Da werde ich jetzt einen Wechsel gleich durchführen. Und ja, dann werden wir das Ganze in iRacing testen. So, jetzt sind wir auf unserem iRacing Profil und öffnen iRacing. Starten iRacing. Wir sind jetzt hier in iRacing drin. Jetzt gehen wir hier auf unsere Optionen. Das hier machen wir jetzt mal nicht. Gehen auf Controls. Und jetzt haben wir hier unsere ganzen Funktionen, die wir konfigurieren können. Das wäre jetzt für den Reticle. Da haben wir jetzt nicht allzu viele Funktionen. Ich mache jetzt einfach mal mit der Bremsbalance. Wenn ich da jetzt drauf drücke, öffnet sich eben dieses Fenster. Und dann kann ich hier, wenn ich auf Adjust gehe, da habe ich meine ganzen Auto-Einstellungen. Dann möchte ich diesen Button hier für Increase. Also drücke ich den einmal. Dann wird das erkannt. Gehe auf Done. Dann Decrease. Gehe hier unten hin. Und es wird verringert. So.
Dann gehen wir noch einmal zurück. Jetzt hier machen wir noch diese Funktion. Da möchte ich das hier haben. Und ja, die andere Funktion habe ich jetzt noch nicht konfiguriert, da ich die eigentlich kaum benutze. Dann gehen wir mal auf Dann. Ja, das ist jetzt mal egal. Optionen. Konfigurieren wir noch gerade das Lenkrad, damit wir auch fahren können. So. Und fertig. So, das hier brauchen wir nicht. Na. Was mir gerade noch einfällt, wir können natürlich noch bestimmte Chat-Sachen einfügen. Jetzt muss ich gerade selbst schauen, wo man das wieder einstellt. Müsste unter Drive ist es nicht. Optionen, ja genau hier, Autotext-Chat. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel sorry dann gehe ich hier auf meinen Chat. Da habe ich einen Ordner erstellt. Drücke auf diese Taste, die habe ich für sorry konfiguriert. Und dann wird diese Taste, wie wir hier sehen können, geladen. Dann machen wir hier noch Pass Right. Und Pass Left. Wo haben wir es? Ja. Und ja, dann wären wir eigentlich schon soweit. Gehen wir noch hier unten hin einmal und machen Good Luck. Das sollte dann auch schon reichen. Wenn wir jetzt hier auf Good Luck gehen, wird das automatisch gepostet. Oder Pass Left. Na gut, da habe ich jetzt nur den Text hinterlegt. Hätte ich noch das Dollarzeichen müssen hinten dran machen, damit es automatisch geschrieben wird. Habe ich jetzt vergessen. Ja, auf jeden Fall habe ich aber auch schon die Blackbox konfiguriert. Wenn ich jetzt hier hingehe, es gibt ja diese vorgefertigten iRacing Shortcuts. Da habe ich für die verschiedenen Seiten schon hier die Shortcuts hinterlegt. Hier zum Beispiel Blitz Delta. Sieht man jetzt hier auf der linken Seite am Display. Die Standings, Tankfüllungen. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, kann ich hier auf den Controls, wenn ich das konfiguriert habe, kann ich jetzt hier hinzufügen oder rausnehmen. Habe ich jetzt hier zum Beispiel Plus, um etwas mehr dazu zu machen oder etwas weniger. Hier um etwas Begin Fulling. Das Häkchen ran, ein oder aus.
Hier kann ich wieder auf Reset machen. Also wenn ich jetzt hier Plus mache, kann das Ganze, wenn ich es konfiguriert hätte, gemacht werden. Habe ich allerdings vergessen jetzt. So. Dann unter Car-Adjust. Wenn ich jetzt hier die Bremsbalance verstellen möchte, würde die Bremsbalance jetzt hier nach vorne gehen oder nach unten. Sieht man jetzt natürlich nicht. Dazu müsste ich die Blackbox und zwar unter Adjust machen. Dann gehe ich wieder auf Car Adjust und dann sieht man hier, wie ich die Bremsbalance verstellen kann. So, das wäre es eigentlich so im Großen und Ganzen, was es in iRacing zu zeigen gibt. Dann beenden wir das Ganze mal. Jetzt sind wir hier wieder auf unserem Startbildschirm. Das Ganze können wir natürlich in allen beliebigen Simulationen machen. In manchen Simulationen müsst ihr allerdings aufpassen, wenn ihr jetzt, ich zeige das mal gerade an dem Let's Go Race Profil, ich meine, es wären die Dirt-Spiele und Formel 1 2019 zum Beispiel auch. Ihr könnt keine, zum Beispiel Steuerung G, das wird von solchen Spielen nicht unterstützt. Ihr dürft da einfach nur ganz normale Tasten machen, also keine zwei Tasten zusammen, einfach eine ganz normale Taste, zum Beispiel die 1 oder das G. Das funktioniert, allerdings könnt ihr kein Steuerung Alt F oder einfach nur Alt B oder solche Funktionen gehen in Formel 1 2019 oder in Dirt Rally nicht. In iRacing funktionieren die, in Assetto Corsa funktionieren diese auch, aber in den Codemasters Spielen funktionieren diese nicht. So. Was wollte ich noch zeigen? Ich wollte euch noch zeigen, wie ich diese Labels hier erstellt habe. Denn zum Stream Deck gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Ihr wisst, wie man es dann am Schluss konfiguriert. Ihr geht also einfach in die Simulation rein, drückt den Button einfach und das Ganze ist konfiguriert. Einfacher geht es eigentlich nicht. Ihr könnt da hunderte von Labels erstellen, hunderte von Profile. Einfach, ihr könnt euren ganzen Computer voller Profile zumüllen, wie ihr das möchtet. Ihr habt da unbegrenzte Möglichkeiten und das finde ich einfach an dieser Buttonbox, an diesem Stream Deck so besonders. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich diese Labels hier erstellt habe. Das Programm werde ich euch natürlich kostenlos zur Verfügung stellen. Das hier ziehe ich jetzt mal auf die Seite. Und zwar ist das Ganze mit GIMP erstellt worden. So sieht das Ganze aus. Hier habe ich die verschiedenen Ebenen. Mache ich einfach mal etwas kleiner. Beginnen wir ganz unten, beginnen wir von 0 an. Machen wir einfach alles mal aus. Hier unten haben wir den großen Hintergrund, also das Schwarze, was man hier sieht. Da habe ich einmal schwarz und einmal weiß. Ich benutze schwarz, weil es einfach besser aussieht. Für mich persönlich. Dann haben wir die Umrandung. Da habe ich Neonfarben benutzt, damit es etwas greller wird. Damit die Farben etwas besser rauskommen. Zum Beispiel gelb oder grün, orange, lila, blau, rot. Da könnt ihr auch nachträglich natürlich noch an eurem PC die Farben ändern, wie ihr sie möchtet. Wenn es euch so nicht gefallen sollte oder ihr eine andere Farbe möchtet, könnt ihr das natürlich alles verändern. Das alles euch überlassen. Dann benutzen wir jetzt einfach mal, wir nehmen gelb. So. Dann haben wir Background Buttons, also der zweite Hintergrund. Aktivieren wir den mal. So. Dazu habe ich einmal hier einen mit Radius und einmal ohne Radius. Das Ganze dann noch einmal in weiß. Aber wie ich eben schon gesagt habe, in schwarz sehen die Buttons einfach viel, viel besser aus, für mich persönlich. Deshalb benutze ich immer den schwarzen Hintergrund. Mir gefällt das auch mit dem Radius etwas besser wie mit den Ecken. Dann gehen wir hier auf Buttons, öffnen das Ganze und hier habe ich die ganzen Labels, die ich erstellt habe. Die werden euch dann alle kostenlos zur Verfügung stehen. Einfach unten in die Videobeschreibung reingehen, da ist ein Link zum dem Download.
Wenn ich jetzt zum Beispiel den Heckflügel verstellen möchte, wenn ich in irgendeiner Simulation bin und möchte etwas mehr Heckflügel machen, mache ich das Ganze mit einem bestimmten Button, wenn ich ihn finde. Gut, es sind ja schon einige. Ich werde das Ganze auch mit der Zeit updaten, also wenn ich irgendwas Neues hinzufüge, wird das der Datei hinzugefügt und ich werde euch auch darüber informieren, wenn da was Neues dazu kommt. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich will doch jetzt dieses Bild finden. Nämlich an diesem Bild kann ich es am besten zeigen, weil es sehr viele kleine Veränderungen hat. Ich meine, es wäre ziemlich unten. Ah, hier. Jetzt habe ich es gefunden. Und zwar ist dieses Bild, wenn ich das dann hier öffne, kann ich hier verschiedene Sachen machen. Ich habe jetzt hier den Heckflügel oder den Frontflügel rot. Dazu gehe ich einfach hier unten hin. Wenn ich jetzt am Heckflügel etwas verändern möchte, benutze ich dieses Bild. Hier zum Beispiel der Heckflügel etwas höher. Möchte ich vorne verändern, mache ich vorne das rot. Und das Bild könnt ihr dann einfach hier über Datei exportieren als machen. Hier habt ihr die ganzen Funktionen, entweder Up oder Down. Das Ganze habe ich natürlich auch noch in Schwarz einmal dazu gemacht. Hier Plus und Minus habe ich auch mal noch dazu gemacht. Also wenn ihr etwas mehr Heckflügel oder etwas weniger Heckflügel machen wollt, dann zeige ich euch noch ein anderes Bild. Zum Beispiel hier den Spotter in iRacing. Wenn ihr diesen, wie jetzt hier mit dem X, ist eben stumm schalten. Habe ich in 3 Farben diesmal. Habe ich in weiß, in schwarz und in rot. Schwarz wird man jetzt hier sowieso nicht erkennen. Oder einfach lauter machen. Wenn ihr Minus machen wollt, müsst ihr einfach nur den Strich nach oben weg machen. Dann ist es Minus. Aber das ist normalerweise selbsterklärend. Hier zum Beispiel, wenn ihr einen Geist eingeschaltet haben, oder habe ich jetzt einfach mal dieses Emblem genommen. Oder eine Nachricht versenden wollt. Den Chat wechseln wollt. Die Kamera ändern wollt. Da habe ich einfach mal ein paar Sachen dazu gemacht. Das wird natürlich mit der Zeit, werde ich dann noch ein paar Sachen dazu machen. Da ist jetzt einfach mal so eine Startdatei, dass ihr mal so ein paar Sachen habt. Pit Speed Limiter. Hier die Linie, also die Fahrhilfen zum Beispiel. Da ist jetzt hier, soll jetzt die Linie darstellen. Hier eine Gangschaltung, also wenn ihr Automatik oder anders schalten wollt, das könnt ihr während dem Spielen in manchen Simulationen umstellen. Hier Spiegeleinstellungen, wie ihr den Spiegel verändern wollt. Da habe ich einmal für den mittleren Spiegel und für die anderen Spiegel habe ich natürlich auch noch. Mache ich den mal weg. Das ist dann der hier. Figuren kann man natürlich auch wegmachen. Die muss man natürlich nicht. Da kann ich jetzt einfach ein Plus dazu machen zum Beispiel. Oder ein Minus. Oder einfach nach da verschieben oder nach oben verschieben. Wie ihr das auch immer möchtet, könnt ihr euch da frei austoben. Hier die Funktion, die ich eben schon gezeigt habe. Pass Right und Pass Left. Traktionskontrolleinstellungen. Hier die Sitzpositionen. Nach oben, also nach oben neigen, nach unten neigen. Nach hinten gehen. Hier zum Beispiel habe ich noch ein Dashboard dazu gemacht, wenn ihr verschiedene Dashboards dazu machen wollt. Warte, muss ich jetzt noch das andere ausschalten. Das hier noch weg. So, jetzt. Ja. Einfach weiter oder auf das Dashboard davor gehen. Kann ich ja gerade noch einmal zeigen, wie ihr das Ganze exportiert. Dazu macht ihr einfach das Bild so, wie ihr es hier möchtet. Dann geht ihr oben auf Datei. Exportieren als.
Ich schmeiß das Ganze jetzt einfach mal auf den Desktop drauf. Und benenne das hier Next Dashboard. Exportieren. Dann ist das Ganze auf dem Desktop gespeichert. Ich ziehe das mal gerade rüber. Ihr seht das jetzt. Hier haben wir das jetzt. Wenn ich jetzt das Stream Deck aufmache, kann ich jetzt hier einen Hotkey erstellen und ziehe einfach dieses Bild hier rein und schon habt ihr es in eurem Stream Deck gespeichert. Jetzt zeige ich euch noch einen anderen Weg, wie ihr kostenlos Labels erstellen könnt, und zwar geht das über die Elgato Internetseite. Dazu erstellen wir jetzt zuallererst einen Hotkey, gehen hier unten auf den Pfeil. Hier sehen wir neues Icon erstellen. Wenn wir da drauf drücken, öffnet sich automatisch die Elgato Internetseite, und zwar mit dem Key Creator. Hier können wir jetzt kostenlos unsere Keys erstellen, beziehungsweise unsere Labels. Hier können wir eine Schrift hinzufügen. Hier ein Bild von unserem PC zum Beispiel. Hier können wir den Hintergrund machen einfarbig. Und hier können wir einen Hintergrund machen, der nach oben immer heller wird. Machen wir jetzt mal einen neongelben Hintergrund. Wechseln hier oben dann eben die Farbe. So. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist jetzt einfarbig. Wenn wir das machen wollen, dass es nach oben etwas heller wird, gehen wir dann auf diese Schaltfläche hier. Da sehen wir hier links eben, dass das hinzugefügt wurde. Dann gehen wir hier unten hin. Hier haben wir diverse Bilder, die wir nutzen können. Fügen wir dem Ganzen jetzt einfach mal eine Glühlampe hinzu. Diese können wir dann auch verschieben und vergrößern und verkleinern. Wenn es gerade funktioniert. Ja, jetzt. So. So. Hier könnt ihr das Ganze auch manuell verschieben. Ihr könnt das Ganze auch drehen, wenn ihr das möchtet. Dann machen wir die Glühlampe noch schwarz. Dann fügen wir dem Ganzen noch ein Plus hinzu. Machen wir das auch wieder neonfarben. So. Und das sieht ja schon sehr cool aus. Dann gehen wir hier auf Save Key. Dann kommen wir auf diese Seite. Hier machen wir einen Rechtsklick. Speichern unter. Und speichern das Ganze auf unserem Desktop. So sieht das Ganze dann fertig aus. Diese Datei müssen wir jetzt einfach nur noch hier hinzufügen. Und schon können wir das Bild benutzen. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr bewegliche Bilder in euer Stream Deck einbindet. Dazu benutzt ihr GIFs, das sind eben diese beweglichen Bilder. Kann ich ja mal gerade zeigen. Diese wurden kostenlos von Elgato zur Verfügung gestellt. So sehen die aus. Und diese werden wir jetzt in unser Stream Deck einbinden. Das geht genauso wie mit den Bildern.
Machen wir jetzt mal die untere Reihe voll. So sieht das dann am Ende aus. Hat, denke ich, auch was. Sieht auch sehr cool aus. Ihr könnt natürlich auch noch in die Mitte dort irgendwelche Logos, wie zum Beispiel iRacing Force Feedback oder eure Lampen reinmachen. Da ist natürlich alles möglich, entweder mit Photoshop oder wie ich es mache mit GIMP. Da habt ihr eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten. Da ist, denke ich, auch ein sehr cooles Feature. Also ihr könnt ja alle GIFs benutzen, die es irgendwie gibt. Ihr könnt da eben ganz normale Bilder, wie ich es hier oben habe, oder eben bewegliche Bilder, GIFs, wie man sie jetzt hier hat. So, das wäre dann soweit alles, was ich zum Stream Deck so sagen kann. Ich denke, es ist alles erklärt, was man alles einstellen kann, welche Funktionen man nutzen kann und so weiter. Was ich euch noch zeigen möchte, es gibt auf Race Department gibt es auch eine Software, die ist ähnlich wie die offizielle Stream Deck Software. Allerdings die Stream Deck Software arbeitet mit Shortcuts, also mit den Tastenkombinationen. Dieses Sim Deck arbeitet zusammen mit VJoy und dann wird das Elgato Stream Deck zu einem Controller fungiert. Also wenn ich das jetzt mal, muss ich natürlich zuerst beenden. Ja, ich möchte es beenden. Dann öffnen wir mal dieses Sim Deck. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier seht ihr, das sind keine Shortcuts, das sind dann Nummern. Also in der Simulation wird es euch dann als Sim-Deck oder als, wie ihr es auch immer benennen möchtet, angezeigt. Wenn ihr jetzt hier Set Action macht, könnt ihr dann eine Gamepad Emulation dazu machen. Wird euch die Nummer 4 zum Beispiel angezeigt. Da könnt ihr bis zu 128 Buttons konfigurieren. Also 128 ist die höchste Anzahl an Buttons, die ihr auf einem Profil erstellen könnt. Höher geht nicht mehr. Und die wird euch in der Simulation dann auch als 128 angezeigt. Da wird dann nicht Steuerung B angezeigt, sondern die 128. In manchen Simulationen ist es ja so, dass man nicht Steuerung G kann benutzen. Wenn ihr mal solltet an euer Maximum kommen, also die normalen Tasten H, G und F nicht reichen sollte, könnte ja irgendwie sein. In Formel 1 2019 werdet ihr das natürlich nicht schaffen, aber in irgendeiner Simulation würdet ihr an eure Grenze kommen. Dann kann ich euch das Sim Deck empfehlen. Denn hier arbeitet ihr ganz normal mit Zahlen. Ihr könnt jede Zahl hier konfigurieren. Ihr müsst einfach auch nur in der Simulation den Button drücken und es wird als diese Zahl dann hinterlegt. Und ja, es ist eigentlich die gleiche Software fast wie das Stream Deck. Allerdings habt ihr, wenn ihr den Button drückt, hier diese Animation nicht. Also wenn ihr hier da drückt, da wird nichts größer oder kleiner. Das habt ihr natürlich beim Stream Deck schon. Das finde ich etwas besser. Kann natürlich sein, dass das hier noch in dieser kostenlosen Software nachgereicht wird. Dazu mache ich natürlich auch den Link in die Videobeschreibung rein. Gehen wir jetzt noch auf die verschiedenen Versionen und auf die Kosten des Stream Decks ein. Das Stream Deck gibt es in 4 verschiedenen Versionen. Die XL-Version mit 32 Buttons, 4 in diese Richtung und 8 in diese Richtung. Die Standardversion, die ich habe, mit 3 in diese Richtung und 5 in diese Richtung, kommen wir auf 15 Buttons. Und die Mini-Version hat 2 in diese Richtung und 3 in diese Richtung, also kommen wir auf 6 Buttons. Dann gibt es noch eine Mobile-Version, dort bezahlt ihr monatlich. Diese hat ebenfalls 15 Buttons, also wie die Standardversion. Hier haben wir noch die Software. Kommen wir zuerst zur Mobile-Version. Die Mobile-Version gibt es momentan nur fürs iPhone, also für iOS. Die könnt ihr auch momentan 3 Tage kostenlos testen. Danach kostet sie im Monat $3 und für 12 Monate $25. Das Stream Deck Standard
kostet 150 Euro. Die Mini-Version kostet 100 Euro. Und die XL-Version kostet 250 Euro. Welche Version für euch besser geeignet ist, müsst ihr natürlich für euch selbst herausfinden. Mir persönlich reicht die Standardversion. Die kleine Version ist mir etwas zu klein. Da fehlen mir ein paar Buttons. Ich finde, die 15er Version ist wirklich optimal als Buttonbox. Ihr könnt sehr viele Buttons damit programmieren und hat auch sehr viele direkt auf einen Blick. Und es ist einfach der beste Kompromiss aus Leistung und Preis. Das Ganze kostet hier eben 150 Euro. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch günstiger bekommen. Ich habe das Ganze für etwa 100 Euro bekommen, also für den Preis der Mini. Da müsst ihr einfach ein bisschen warten, bis sie etwas günstiger werden. Da werdet ihr dann schon ein Schnäppchen finden. Da kann ich ja noch gerade die ganzen Bilder zeigen. Da ist dann noch diese Halterung dabei. Da seht ihr unten, ist die verstellbar. Also damit verstellt man eben die Neigung. Das Ganze, diese verstellbare Neigung, ist auch wirklich nur bei der Standardversion. Beim Mini sieht das Ganze nämlich so aus. So. Da ist also nichts verstellbar. Und auch bei der XL-Version ist ebenfalls nichts verstellbar. Deshalb finde ich, die Standardversion ist einfach der beste Kompromiss aus Leistung und Preis. Wir sind jetzt hier in iRacing. Ich habe das iRacing-Profil jetzt schon für die Simulation vorbereitet, also alle Shortcuts sind eingegeben. Wenn ich jetzt beispielsweise den virtuellen Spiegel einblenden möchte, gehe ich auf das jeweilige Profil. Hier drauf, auf diesen Button, einblenden und wieder ausblenden. Wenn ich jetzt den Chat sehen möchte, dann mache ich hier oben einfach den Chat umschalten. Wenn ich dann etwas schreibe, dann sehe ich das da oben. Da habe ich eben die ganzen Shortcuts eingewählt. Dann gehen wir mal zurück in das Menü. Hier habe ich ausgewählt, dass man die ganze Oberfläche ausblenden kann über diesen Button hier. Da sieht man auch direkt, ob man es sieht oder nicht. Dann habe ich hier noch das Kameratool. Dann gehe ich wieder in das Auto rein. Hier habe ich noch den Scheibenwischer, also Tear Off. Dann hier die Car Adjustments. Wenn ich die Bremsbalance verändern möchte. Die Traktionskontrolle. Die zweite Traktionskontrolle. Hier Full Mixture. Eben solche Einstellungen. Dann haben wir hier oben die Blackbox. Hier sind die ganzen Blackboxen konfiguriert. Da sehe ich eben, welche Blackbox ich öffnen möchte. Jetzt zum Beispiel die Car Adjustments. Da sehe ich dann die ganzen Einstellungen. Hier die Standings. Lap Timing. Splits und Delta. Dann hier, wie viel ich nachtanken möchte, was ich schon verbraucht habe. Da drin kann ich natürlich dann noch ändern. Dann gehe ich kurz zurück und gehe auf meine Controls. Da habe ich dieses Gamepad hier reingemacht. Dann öffnet sich ein neues Menü und dort kann ich dann eben konfigurieren. Hier habe ich diese Pfeiltasten. Da gehe ich hoch und runter. Wenn ich jetzt losfahre, kann ich da auch was ändern. So. Das sehen wir jetzt eben, hier haben wir jetzt 106 Liter. Wenn ich jetzt hier auf das Minus drücke, mache ich da etwas raus. Wenn ich jetzt zum nächsten Mal in die Box komme, dann wird das eben so konfiguriert.
Dann, wenn ich durchklicke, kann ich hier unten die Scheibe wieder sauber gemacht werden soll. Das kann ich dann über diesen Select-Button hier konfigurieren, ein- oder ausschalten. Wenn ich dann komplett fertig bin, gehe ich wieder hier zurück und kann die Blackbox wieder ausschalten. Und ja, das sind eben so bestimmte Befehle, die ich so während dem Rennen benutze. Viel mehr benutze ich eigentlich nicht. Und ja, da würde ich sagen, fahren wir jetzt mal ein bisschen und währenddessen werde ich einfach mal das eine oder andere verändern. Vielleicht mal die Traktionskontrolle verändern, die Bremsbalance verändern und mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. Ich würde sagen, dann fahren wir jetzt mal in die Box und wir simulieren jetzt einfach mal, als würden wir 60 Liter nachtanken. Dazu gehen wir jetzt zuerst auf die Blackbox. Das sind jetzt momentan 100 Liter eingestellt. Und da stellen wir jetzt einfach mal 60 Liter ein. Geben wir jetzt noch 3 Liter runter. Das lassen wir so. Und dann tanken wir mal. Wie man sieht, wird jetzt eben das nachgetankt. Also es hat alles problemlos funktioniert. Die Blackbox schalte ich dann eben wieder aus, wenn ich wieder auf den Button drauf drücke. Ja, und das war eigentlich im Großen und Ganzen, was man jetzt so zeigen kann. Also es funktioniert alles problemlos. Ich muss eben die ganzen Buttons, wenn ich in iRacing etwas konfiguriere, muss ein einzelner Button sein. Ich kann jetzt beispielsweise nicht Steuerung F oder Steuerung E machen. Das funktioniert in iRacing nicht. Also ich muss jetzt beispielsweise für Gar-Adjusts, wenn ich hier Plus oder Minus mache, diesen ganzen Einstellungen, das muss jetzt zum Beispiel ein F oder eine 1 oder eine 8
oder ein Minus sein. Das darf jetzt nicht Steuerung E sein, sonst funktioniert das in iRacing nicht. Auch in anderen Simulationen ist das eher kompliziert. Wenn es überhaupt funktionieren sollte, also die Codemaster-Spiele F1 2019, Dirt Rally und so weiter, da funktioniert das natürlich auch nicht. Es kann sein, dass es in Assetto Corsa oder in R-Factor funktioniert, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber in iRacing funktioniert es auf jeden Fall nicht. Also da muss ich dann wirklich die einzelnen Buchstaben einzeln eingeben. Und ja, das wäre es dann soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Buttonbox, das Stream Deck hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Let's Go Race.